Hast du dich während der Corona-Krise auch gefragt, warum dein Geld auf deinem Konto gefühlt immer weniger wert wird, während in den Nachrichten von Rekordgewinnen an der Börse die Rede ist? Falls du das Gefühl hattest, dass du hier etwas gewaltig schief läuft, dann lagst du da richtig. Allein in den ersten Monaten der Pandemie bis Juli 2020 stieg das Vermögen der weltweiten Milliardäre auf den damaligen Rekordwert von 10,2 Billionen Dollar. Gleichzeitig wurde dein Erspartes von der Inflation zerfressen. In diesem Video decken wir den Mechanismus auf, durch den die Corona-Milliarden die Reichen noch reicher gemacht haben, und wir zeigen auch eine Alternative auf, wie du dich davor schützen kannst. Erinnern wir uns also zurück. März 2020. Die Welt stand still. Lockdowns, leere Straßen, geschlossene Geschäfte. Die globale Wirtschaft drohte, in die tiefste Depression zu stürzen, die alles Bekannte in den Schatten stellen sollte. Um den totalen Kollaps zu verhindern, taten Regierungen und Zentralbanken etwas, das auf den ersten Blick logisch klang. Sie fluteten die Märkte mit Geld. Die Europäische Zentralbank EZB und die amerikanische Federal Reserve warfen die digitale Druckerpresse an. Die Bilanzsummen des Eurosystems, also die Menge an Geld und Vermögenswerten, die von den Zentralbanken gehalten wird, explodierte förmlich. Allein im Jahr 2020 wuchs sie um sagenhafte 2,3 Billionen Euro und erreichte einen historischen Höchststand von fast 7 Billionen Euro. Man versprach uns, diese Maßnahmen seien nötig, um die Wirtschaft zu retten, Arbeitsplätze zu sichern und uns all durch die Krise zu helfen. Doch während diese Geldschwemme die Finanzmärkte stabilisierte, setzte sie eine der größten und leisesten Umverteilungen von Vermögen in der modernen Geschichte in Gang. Ein Prozess, der die Reichen unvorstellbar reicher machte, während die Mittelschicht und die Ärmeren die Zeche zahlten. Was uns als Rettung verkauft wurde, war in Wahrheit ein Brandbeschleuniger für die schon lange schwelende Ungleichheit. Und das neu geschaffene Geld floss nicht gleichmäßig zu allen. Es folgte einem ganz bestimmten Muster. Und dieses Muster ist kein Zufall und auch keine neue Erfindung. Es trägt einen Namen: der Cantillon-Effekt, benannt nach dem irisch-französischen Ökonomen Richard Cantillon, der schon im 18. Jahrhundert erkannte, neues Geld verteilt sich nicht neutral in der Wirtschaft. Es ist wie bei einem Wasserfall. Das Geld tritt ganz oben ins System ein und fließt dann ganz langsam nach unten. Wer an der Spitze steht, profitiert zuerst. Wer am untersten Ende wartet, bekommt nur die Reste. Und das auch noch viel zu spät. Stell es dir so vor: Die Zentralbank erschafft aus dem Nichts 1 Billion Euro. Dieses Geld geht nicht direkt an dich oder an mich. Die ersten, die an dieses neue billige Geld kommen, sind Großbanken, große Finanzinstitute und der Staat selbst. Sie sind der Quelle am nächsten. Und was machen diese Frühempfänger? Sie kaufen Vermögenswerte. Sie investieren in Aktien, Immobilien und Unternehmensanleihen. Hier liegt der entscheidende Punkt. Sie tun das zu den alten, noch niedrigen Preisen, bevor die massive Geldflut die Preise in die Höhe treibt. Während diese Institutionen auf Einkaufstour sind, sickert das Geld ganz langsam in die breite Wirtschaft. Große Konzerne erhalten günstige Kredite und finanzieren damit Aktienrückkäufe, was ihren eigenen Kurs in die Höhe treibt. Der Staat bezahlt seine Hilfspakete. Und schließlich, ganz am Ende der Kette, erreicht das Geld die Spätempfänger, also Angestellte über ihre Gehälter, Rentner über ihre Bezüge und Kleinsparer, die ihr Geld auf dem Girokonto liegen haben. Für die hat das Spiel aber etwas dramatisch verändert. Die massive Nachfrage der Frühempfänger hat die Preise der Vermögenswerte in die Stratosphäre katapultiert. Und nicht nur das, auch die Preise für alltägliche Güter und Dienstleistungen fangen an zu steigen. Das, was wir heute Inflation nennen.
Die Spätempfänger hatten also nichts von der Party an den Finanzmärkten. Sie müssen sich jetzt auch noch auf ihrer täglichen Einkauf tiefer in die Taschen greifen. Ihre Kaufkraft schmilzt dahin wie Eis in der Sonne. Das ist der Cantillon-Effekt in seiner brutalsten Form. Eine systematische Umverteilung von unten nach oben. Die Corona-Pandemie war hier ein Lehrbuchbeispiel für diesen Effekt. Die Billionen, die von der EZB und anderen Zentralbanken geschaffen wurden, folgten exakt diesem Pfad. Und die Gewinner? Ganz klar die Besitzer von Vermögenswerten. Wer schon vor der Krise Aktien besaß, sah sein Vermögen explodieren. Der deutsche Aktienindex DAX brach im März 2020 zwar kurz ein, doch dank der Geldspritzen erholte er sich nicht nur, sondern kletterte auf immer neue Rekorde. Noch drastischer war die Entwicklung in den Immobilienpreisen. Das billige Geld heizte die Nachfrage an und trieb die Preise für Häuser und Wohnungen in ungeahnte Höhen, sodass sich viele Normalverdiener den Traum vom Eigenheim kaum noch leisten können. Eine Studie von Oxfam bezeichnete die Pandemie treffend als das Ungleichheitsvirus. Weltweit stieg das Vermögen der Milliardäre allein bis November 2021 um 5,2 Billionen auf 13,8 Billionen Dollar. Besonders profitierten Tech- und Gesundheitskonzerne. Und die Verlierer? Das sind all jene, deren Vermögen aus einem Sparkonto und einem Gehalt besteht. Während die Vermögenspreise explodierten, zog die Inflation für Verbraucher massiv an. Lag die Inflationsrate in Deutschland 2020 noch bei harmlosen 0,5%, schlug die Geldflut bald durch. 2021 waren es bereits 3,1%. 2022 explodierte sie auf 6,9%. Und 2023 lag sie immer noch bei hohen 5,9%. Das bedeutet im Klartext, wenn du 10.000 Euro auf dem Sparbuch hattest, konntest du dir nach diesen 3 Jahren real deutlich weniger davon kaufen. Dein Geld wurde systematisch entwertet. Während die Löhne, wenn überhaupt, nur langsam stiegen, fraß die Inflation die Kaufkraft der Menschen auf. Sparen wurde bestraft. Schulden und Spekulation wurden belohnt. Die Schere zwischen denen, die von der Vermögenspreisinflation profitierten, und denen, die unter der Konsumentenpreisinflation litten, ging weiter auf als je zuvor. Was wir hier erlebt haben, war keine unglückliche Nebenwirkung einer gut gemeinten Rettungsaktion. Es war die logische Konsequenz unseres Geldsystems, das auf einer unbegrenzten Geldschöpfung und zentraler Kontrolle basiert. Dieses System bevorzugt systematisch diejenigen, die bereits Kapital besitzen, und benachteiligt diejenigen, die für ihr Geld arbeiten und sparen. Es ist ein System, das Ungleichheit nicht nur zulässt, sondern aktiv fördert. Die sozialen Folgen sind verheerend. Eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, ein tiefes Gefühl der Ungerechtigkeit und der Verlust des Vertrauens in die Institutionen. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass das Spiel manipuliert ist und sie trotz harter Arbeit immer weiter zurückfallen, während eine kleine Elite sich die Taschen füllt, dann ist das der perfekte Nährboden für gesellschaftliche Spaltung und extreme politische Strömungen. Das Problem war nicht die Pandemie selbst, sondern die Antwort unseres Finanzsystems darauf. Es hat einen Riss in der Gesellschaft offengelegt, der immer tiefer wird. Doch was, wenn es einen Ausweg gäbe? Eine Alternative, die genau diesen Mechanismus aushebelt. Diese Alternative existiert. Sie ist digital, dezentral und wurde genau als Antwort auf diese Exzesse unseres aktuellen Finanzsystems geschaffen. Die Rede ist von Bitcoin. Bevor du jetzt abschaltest, hier geht es nicht um schnelle Spekulationsgewinne oder komplizierte Trading-Charts. Es geht um das grundlegende Prinzip hinter Bitcoin. Es ist die erste Form von Geld in der Menschheitsgeschichte, die eine absolut feste, unveränderbare Obergrenze hat.
Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Lass das kurz auf dich wirken. Keine Zentralbank kann auf einen Knopf drücken und die Menge an Bitcoin verdoppeln. Kein Politiker kann beschließen, neue Bitcoin zu drucken, um Wahlgeschenke zu finanzieren. Die Regeln sind in einem Computercode festgeschrieben, transparent für jeden einsehbar und werden durch ein globales Netzwerk von Tausenden von Computern durchgesetzt. Bitcoin ist das exakte Gegenteil unseres Fiat-Geldsystems, das auf dem Vertrauen beruht, dass die Zentralbanken schon das Richtige tun werden. Bitcoin ersetzt dieses Vertrauen durch mathematische Gewissheit. Man nennt es auch hartes Geld, ähnlich wie Gold, nur eben digital. Seine Knappheit ist nicht physisch, sondern kryptografisch garantiert. Aber wie genau schützt Bitcoin vor dem Cantillon-Effekt? Nun, ganz einfach. Er schneidet ihm die Wurzel ab. Weil es keine zentrale Instanz gibt, die neues Geld schöpft und an ihre Günstlinge verteilt, gibt es auch keine Frühempfänger. Neue Bitcoin entstehen durch einen Prozess, der Mining genannt wird. Dabei lösen weltweit verteilte Computer komplexe mathematische Rätsel und werden dafür mit neuen Bitcoin belohnt. Dieser Prozess ist offen und jeder mit der nötigen Rechenleistung kann daran teilnehmen. Es gibt kein geheimes Hinterzimmer, in dem Banker und Politiker entscheiden, wer das neue Geld zuerst bekommt. Die Verteilung geschieht über den freien Markt. Jeder, egal ob Milliardär oder Kleinsparer, muss Bitcoin zum selben Marktpreis kaufen. Die Regeln sind für alle gleich. Dadurch wird unser unfairer Vorteil der Nähe zur Geldquelle eliminiert. Bitcoin fungiert so als ein unabhängiger Wertspeicher, der nicht von den Entscheidungen der Zentralbanken abhängig ist. Während Fiat-Währungen wie der Euro oder der Dollar durch unaufhörliches Drucken an Kaufkraft verlieren, behält Bitcoin durch seine garantierte Knappheit seinen Wert oder steigert ihn sogar, wenn die Nachfrage wächst. Er bietet den Menschen eine Möglichkeit, aus dem System der permanenten Geldentwertung auszusteigen und ihre Ersparnisse, die Frucht ihrer harten Arbeit, langfristig zu sichern. Es ist eine friedliche Revolution, ein Rettungsboot in der Flut des billigen Geldes. Die Corona-Milliarden haben offengelegt, wie fragil und ungerecht unser Finanzsystem im Kern ist. Der Cantillon-Effekt ist kein Fehler im System. Er ist das System. Er hat zu einer massiven Umverteilung von Fleiß zu Reich geführt. Doch anstatt zu resignieren, haben wir heute zum ersten Mal in der Geschichte eine technologische Alternative, die uns schützen kann. Bitcoin ist mehr als eine digitale Währung. Es ist eine Absicherung gegen das kaputte System. Es ist die Chance, die Kontrolle über unser finanzielles Schicksal zurückzugewinnen. Natürlich ist das ein komplexes Thema und dieses Video kann nur ein Denkanstoß sein. Deshalb ermutige ich dich, informiere dich selbst. Lies über die Prinzipien von hartem Geld, über die Geschichte unseres Finanzsystems und die Funktionsweise von Bitcoin. Verstehe, warum eine begrenzte Geldmenge so entscheidend für eine faire Gesellschaft ist. Was denkst du darüber? Siehst du auch die Gefahren des aktuellen Systems oder hältst du die Maßnahmen für gerechtfertigt? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Lass uns diskutieren. Wenn du mehr solche Analysen sehen und die verbogenen Mechanismen der Wirtschaft verstehen willst, dann abonniere gern diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.